Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir stehen kurz vor dem Level-Up, sehe ich hier gerade, aber das ist heute gar nicht das Thema, denn wir haben viele Neuigkeiten, die ich euch auch zeigen möchte. Sind ja schon 1-2 Tage alt, aber es ist noch nichts davon in Kraft getreten sozusagen. Das fängt erst am Montag an und zwar startet das Ganze am Montag wieder mit einer Closed Beta. Worum geht es? Und zwar um die täglichen Aufgaben. Da hatten wir ja mal vor ein paar Wochen darauf hingewiesen, dass diese in Zukunft geändert werden könnten und die werden jetzt am Montag in der Closed Beta starten. Ja, ihr werdet die Möglichkeit haben, die 9 täglichen Aufgaben zu testen, die dafür vorgesehen sind, den Geheimauftrag und die Abhackliste zum Abhaken zu ersetzen. Alle Details über das neue Feature, als auch die Testbedingungen findet ihr hier. Ja, die Closed Beta Fakten, 500 Leute sind wieder zulässig, so, aber das kennen wir alles schon. Am 21. August um 16 Uhr startet das Ganze. Wir werden uns das natürlich auch wieder mal in-game anschauen, also auf dem Beta-Server, und ich werde euch darüber mal berichten, was da so geändert worden ist. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, und zwar die Abhakliste soll ein bisschen überarbeitet werden. Da sollen eventuell Neuerungen hinzukommen und wenn man diese dann erfüllt, könnt ihr einen extra irgendwelche Zusatzbelohnungen geben und die Abhakliste, die ich jetzt schon erfüllt habe hier die Daily Quest, der Geheimauftrag hier, soll eventuell auch überarbeitet werden und das passiert halt dann eben in dieser Closed Beta, ne? Genaueres hatten wir ja da schon zugesagt, als wir auch mal bei Chris gewesen sind. Da hatten wir uns das Ganze mal durchgelesen und haben, glaube ich, eine halbe Stunde Video dazu gemacht. Hier seht ihr nochmal ganz kurz im Überblick, welche täglichen Aufgaben hier noch dazukommen könnten. Ne? Dann haben wir halt 4 normale oder tägliche normale Aufgaben, dann haben wir spezielle Aufgaben, die hinzukommen könnten und wöchentliche Aufgaben, die auch noch dann nebenbei erledigt werden können, die einen dann halt am Ende der Woche von Montag bis Donnerstag, hier steht das, Task can be completed from Monday to Thursday, auch einen noch bestimmte Vorteile liefern können. Ne? Und da gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ne? Ich bin sehr gespannt und mal schauen, wie es auch optisch überarbeitet wird. Ne? Ansonsten, ja, das soweit zur Liste. Dann gibt es auch noch Neuigkeiten, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, und zwar ist bei der neuen Klasse, den Necromancer, jetzt bekannt, welcher Skill gewonnen hat. Und da wurde dann quasi von den 3 Auswahlmöglichkeiten der Beschwörungsskill genommen. Vor kurzem hatten wir euch nach eurer Meinung gefragt, welcher Skill die neue Klasse der Nekromant haben soll. Ihr habt euch mit 51% für den Skill Minions beschwören entschieden. Wir haben bereits mit der Entwicklung des Nekromanten begonnen. Freut euch darauf, die neue Klasse in einer der kommenden Closed Betas zu testen. Also sobald das natürlich auch wieder draußen ist oder zumindest in der Closed Beta, dann werdet ihr hier auf jeden Fall auch zuerst davon mitbekommen. Also falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch sehr gerne hier ein kostenloses Abo auf den Kanal abschließen, um in Zukunft nichts weiter zu verpassen. Ne? So sieht das Ganze aus, wenn wir mal hier auf Twitter schauen oder auf X, jetzt heißt es ja X, seit Elon Musk das da im Kopf bekommen hat und die Seite zu X umbenannt hatte, ne, sehen wir jetzt nochmal kurz das Bild von dem Skill, wie das so ungefähr aussieht, ne, das ist ja jetzt alles noch ziemlich grob und wahrscheinlich noch nicht komplett vollendet, so, das ist ja erstmal nur eine grobe Skizze, wie das so aussieht. In der Umfrage, zu welcher Skill denn genommen werden sollte, hatte ich auch ein Video gemacht. Und zwar war das Video hier, Nekromantenfähigkeit. Wer genau wissen will, welche Fähigkeit, das waren ja die anderen Fähigkeiten hier zur Auswahl. Und diese hier hat ja gewonnen. Wer wissen möchte, ganz genau erklärt, was für was hier genau steht und was die Fähigkeit kann, der guckt sich am besten das Video von vor 2 Wochen nochmal an, denn dort habe ich das Ganze auch nochmal auf Deutsch vorgelesen, war ja alles auf Englisch, und was die Fähigkeit Minions beschwören quasi kann, wofür die Bilder hier stehen, ne? Die Angriffe hier oben
Und genau, dann brauche ich das jetzt noch nicht nochmal in dem Video erklären, weil das war nämlich ein ziemlich langer Text, den ich darunter gerattert hatte, was für was steht, ne? Dass man hier zum Beispiel auch, dass der Minion hier mehrere Runden angreifen kann und hier blocken und was weiß ich. Ja, das auf jeden Fall dazu. Könnt ihr sehr gerne schauen, ist jetzt 2 Wochen alt, findet ihr, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, hier, ne? Ja, und das sind auf jeden Fall erstmal so die neuesten News. Also am Montag geht es dann auch direkt weiter mit dem neuen Beta-Server und der Daily Task, ne? Wir hatten sehr viel Positives dazu gesagt, auf jeden Fall in dem Video, als das rauskam. Ich weiß gar nicht, das müsste halt schon ein bisschen länger, das ist schon ein bisschen länger her. Das war mit Chris hier, da neues Feature für die Abhackliste, genau. Plus ein Bier und mehr, da hatten wir hier reingeschaut und da ist das Ganze nämlich auch schon mal aufgekommen, das ganze Thema. Und hier sind auch die ganzen Aufgaben, auch nochmal hier alle auf Deutsch, welche dann halt hier mit dazukommen, die täglichen Aufgaben und so, da hatten wir mal drüber diskutiert gehabt, ne, was man hier so machen kann, was einen das an Belohnungen am Ende des Tages geben kann und so weiter und so fort, ne, und haben halt unseren Senf abgegeben. Hier seht ihr nochmal die täglichen Spezialaufgaben, ne, welche 4 zufälligen Aufgaben hier auch eventuell rankommen könnten. Es muss natürlich auch immer im Rahmen bleiben. Sowas wie einmal Ruhen im Arena Manager opfern, das ist nachher so eine Sache, ne? Da kann man nicht mehr viel machen, wenn man den Arena Manager durchgespielt hat. Es werden auch bestimmt 1, 2 Sachen drin vorkommen, die ein bisschen Pay to Win sein werden, aber ich hoffe mal, der größte Teil der Aufgaben wird es dann halt eben sein, dass das für jeden Spieler gleichermaßen zu erreichen ist, unter möglichst den gleichen Voraussetzungen, heißt keine externen Hilfsmittel, sowas wie Pilze oder zum Beispiel, wo man ja sich nochmal Vorteile mit erkaufen kann. Das wäre ganz schön, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ne? Das sind jetzt quasi dann so eine Eventaufgaben unter der Woche, weil Freitag, Samstag, Sonntag haben wir ja jetzt immer, das Wochenendevent quasi und von Montag bis Donnerstag haben wir jetzt unter der Woche quasi mit diesen täglichen Aufgaben jetzt auch nochmal so ein kleines Sommersammelsurium unter der Woche nochmal, was man dann halt erfüllt, ne? Das kennt ihr ja jetzt hier und ich denke mal, so ähnlich wird das dann auch aufgebaut sein, dass man halt von Montag bis Donnerstag Zeit hat, hier bestimmte Sachen zu erfüllen, 30 Mal in der Ehrenhalle gewinnen, zum Beispiel hier 20 Kämpfe gegen eine bestimmte Klasse in der Ehrenhalle gewinnen, 10 Ränge aufsteigen. Das ist sehr individuell und auch sehr besonders und ich hoffe, das wird auch so gebalanced, dass das für jeden erreichbar ist, weil wo soll jetzt zum Beispiel Platz 1 noch 10 Ränge aufsteigen oder so, ne? Das ist ja auch Quatsch. Deswegen hoffe ich mal, dass da auch wirklich viel in der Hinsicht passiert, dass wir uns da möglichst wenig Gedanken machen müssen, um diese Daily Quest bzw. die Weekly Quest, die dann hier daraus resultieren, ne? Irgendwo war auch das Thema von wegen, wenn wir sowas erledigt haben oder die täglichen Aufgaben erledigt haben, dann kann man ein extra Bier oder sowas trinken. Ich weiß nicht mehr, wo das genau stand, aber das werden wir dann halt sehen, wenn es soweit ist und wir am Montag dann auch gleich in die Closed Beta reingehen können, um uns dann halt davon auch selbst mal zu überzeugen, ja, wie das Ganze denn am Ende des Tages aussehen wird. Ich bin sehr gespannt. Es passiert in letzter Zeit einiges in SF. Man merkt es an allen Ecken und Enden, passiert was Neues, ne? Jetzt, wo anscheinend das Backend auch alles so läuft, dass man jetzt alles mäßig so performen kann in Shakes & Fidget, seht ihr, passiert auf jeden Fall vieles gleichzeitig. Es passieren Server-Merges, die regelmäßig jetzt in regelmäßigen Abständen folgen. Es kommt eine neue Klasse parallel raus. Es wird an essentiellen Game-Features gearbeitet, wie jetzt diese Abhackliste oder der Daily Quest. Es wird im Hintergrund an einem neuen Quest-System gearbeitet, das Expeditionsevent, was ja auch noch in der Closed Beta ist, woran auch noch getestet wird. Es kommen neue externe Features, wie zum Beispiel die Drops ins Spiel, ne, über Twitch und so, und es passiert auf jeden Fall einiges und ich denke mal, da wird noch einiges mehr passieren noch dieses Jahr. Ich bin da sehr gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich kenne kaum ein Spiel, vor allen Dingen ich kenne kein Browser-Game, was so
up-to-date ist, wo so viel passiert im Hintergrund, was dem Spieler so viel bietet und so viele neue Sachen ins Spiel bringt, um die Leute auch bei Stange zu halten. Klar, es ist immer die Diskussion so, ne, im Late-Game passiert nichts und die machen nichts fürs Late-Game und so, ne, aber wenn man sich mal auf die Masse umschaut, was eigentlich, an wie vielen Sachen parallel auch gearbeitet wird, ne, dann werden ja auch im Hintergrund ja auch an neuen Grafiken und Designs für die kommenden Legendary Dungeons oder Elevators gearbeitet, ne, also da sind ja auch mit den ganzen Kolorierungen und die Zeichnungen, das nimmt ja auch alles Zeit in Anspruch, ne. Klar, ich würde mir natürlich auch sehr gerne wünschen, dass ein bisschen mehr fürs Late-Game auch gemacht wird und ich hoffe, da passiert auch noch ein bisschen was in Zukunft, dass wir nicht ganz so auf der Strecke bleiben. Ich hatte auch mal schon ein bisschen, sag ich mal, ja, nicht Kritik, sondern Feedback geäußert, und zwar als wir die Umstimmung hatten die Umfrage bei Community, und zwar war das diese hier, wo über 2500 Leute daran teilgenommen haben. Vielen lieben Dank auch dafür, für das krasse Feedback. Hatte ich alle Umfragen, die ich hier mache auf YouTube, schicke ich dann immer gleich zu Playa Games, damit die Statistiken haben. Und bei der Statistik hatte ich zum Beispiel einen Text dazu geschrieben, dass halt eben viele schon im Late Game sind, also oder nicht wenige, sag ich mal. Klar, der größte Teil ist natürlich in dem Bereich hier, aber es kommen immer mehr ins Late Game und es ist immer wichtiger, auch für die Leute was zu tun und die an der Stange zu halten, damit die auch irgendwo versorgt werden und nicht nur der Großteil im Early- und Mid-Game versorgt wird. Ne? Klar, das ganze Spiel baut sich natürlich immer so peu à peu auf, ne? Das ist auch klar, und nachher hat man dann nicht mehr ganz so viel, aber ein bisschen sollte nachher im Late-Game auch passieren. Auf der anderen Seite sagt man aber auch jetzt gerade wieder, jetzt passieren die Server-Merges. Und für die ganzen ausgestorbenen Server mit den ganzen inaktiven Gilden und so passiert ja in einer gewissen Art und Weise auch was für die Langzeitspieler, weil die natürlich dadurch auch einen frischen Wind irgendwie nochmal auf ihren Server erleben. Das ist zwar jetzt kein Game-Feature an sich, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung, um was in das Thema Aktivität, Late Game ein bisschen Frische dafür zu sorgen. Und ich denke mal, man sollte erstmal das eine machen, bevor man das andere macht, und deswegen ist das erstmal so das Wichtigste, und ich glaube, wenn wir noch alle ein bisschen abwarten, es kommen viele coole Sachen noch in Shakes raus. Und ihr seht ja, was da alles passiert im Hintergrund. Deswegen kann man da auch einfach mal lobende Worte finden an der Stelle, finde ich. Und das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ne? Das war es soweit. Dankeschön fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ne? Und wir sehen uns dann morgen in einem weiteren Video wieder, würde ich sagen. Ne? Ja, ich weiß nicht, warum ich das jetzt so lustig finde, aber das war's. Dankeschön. Haut rein und bis zum nächsten Mal.